Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen mal wieder zu einem News-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es um Artikel 13, wie ihr schon sehen könnt. Auch eigentlich mehr als Artikel 13, weil Artikel 11 ist nicht weniger interessant. Ich möchte hier in diesem Video mal ganz kurz vielleicht erklären, um was es da eigentlich geht und warum der ganze Kram so viel Quatsch quasi ist und warum da eigentlich so viel Aufhebens drum ist. Und vielleicht auch die Perspektive eines Informatikers mal ein bisschen vertreten, weil die wurde in der letzten Zeit, finde ich, ein bisschen vernachlässigt. Und da möchte ich vielleicht auch einen kleinen Einblick geben. Ja, euch einfach mal informieren, was da eigentlich gerade so abgeht und vielleicht auch ein paar Informationsquellen, die sich dann rechtlich auch damit besser auseinandersetzen können als ich, weil ich kein Jura studiert habe oder sowas, aber ich kann vielleicht die Informatikperspektive ganz gut vertreten. Gut, fangen wir an. Also ihr seht, ich habe schon 4 Videos dazu gemacht. Was hat sich seither geändert? Naja, wir haben jetzt tatsächlich auch mal einen Gesetzestext bekommen. Allerdings nicht offiziell, sondern als Leak von einem Mitglied der Piratenpartei, Julia Reda, die auch im Europaparlament sitzt. Und hier haben wir quasi die englische Version. Eine deutsche Version gibt es keine offizielle. Das ist die englische Version, die geleakt wurde von dem Artikel 13. Und das ist die deutsche inoffizielle Übersetzung. Wie die zustande gekommen ist, komme ich auch gleich noch drauf, wenn ich euch die Empfehlungen gebe. Ich habe natürlich auch schon Videos gemacht, damals gab es allerdings noch keinen Gesetzestext oder auch nur Entwurf oder sonst irgendwas. Damals gab es noch nicht mal eine klare Richtung, in die es gehen soll. Und momentan muss ich sagen, die Richtung ist schon mal besser als am Anfang, aber immer noch nicht durchdacht. Und man versucht einfach nur, also die CDU vor allem versucht das Ganze so schnell wie möglich irgendwie hinzubekommen, und das ist natürlich Quatsch. Man sollte sich da Zeit lassen und vielleicht auch mal überlegen, was man da eigentlich gerade tut, vielleicht auch auf ein paar Informatiker zukommen und verstehen, dass das so nicht möglich ist. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch kurz erklären, um was es in Artikel 13 eigentlich geht und warum das eigentlich gar nicht so unsinnig ist. Artikel 13 sagt im Endeffekt, es geht um den Urheber, der geschützt werden soll. Der Urheber, das ist eigentlich jeder, also jeder von euch ist ein Urheber und jeder von euch hat auch schützenswerten Inhalt. Das heißt, wenn ihr ein Foto von eurem Urlaub oder sowas macht und das online stellt, habt ihr trotzdem noch das Urheberrecht. Das Foto gehört euch im Endeffekt. Und das bedeutet für euch sozusagen, wenn jemand anders euer Foto runterlädt und woanders wieder hochlädt, dann könnt ihr den verklagen. Zumindest war es bisher eben so. Ihr konntet denjenigen dann verklagen, weil er ja euer Foto raubkopiert hat und wieder online zur Verfügung gestellt hat. Und ihr, wenn ihr zum Beispiel dafür Geld verlangt habt, habt dann keine Einkünfte davon gehabt. So, jetzt haben wir allerdings das Problem, dass Artikel 13 das Ganze ein bisschen ändert. Und zwar bisher waren die Plattformen, die das Foto dann, also jemand lädt illegal ein Foto runter und dann wieder hoch auf eine Plattform, nennen wir sie YouTube. Ja? Die Plattform YouTube enthält also nun quasi gestohlenen Inhalt. Und bisher war es so, der den Inhalt hochgeladen hat, der konnte angeklagt werden. Und YouTube war eigentlich nur der Störer, der musste dann halt einfach verhindern, dass das nochmal passiert, sozusagen. Okay? Das heißt, dasselbe Foto durfte nicht nochmal hochgeladen werden. Jetzt ändert sich das Ganze, und das habe ich auch schon in den anderen Videos gezeigt. Jetzt ändert sich das Ganze und YouTube ist plötzlich verantwortlich. Nicht mehr der es hochlädt, sondern YouTube ist jetzt wirklich strafbar dafür, wenn da geklauter Inhalt drin ist. Das heißt, wenn ich ein Foto von meinem Urlaub habe und jemand anders klaut mir dieses Foto und lädt es auf, oder ein Video von mir aus, und lädt es auf YouTube hoch, dann kann YouTube angezeigt werden. Nicht der es hochgeladen hat, sondern YouTube wird angezeigt. Und das ist natürlich finanziell für YouTube ein gewaltiges Risiko. Okay? Soweit seid ihr noch da. Gut. Und das ist jetzt quasi die große neue Änderung von Artikel 13. Da steht im Endeffekt drin, YouTube muss verhindern, dass urheberrechtlich geschützte oder jeder muss verhindern, dass urheberrechtlich geschützte Inhalte hochgeladen werden, ansonsten können sie verknackt werden. Das Problem ist jetzt natürlich, jeder von euch ist Urheber und YouTube kann nicht jedes Urlaubsfoto von allen Handys dieser Welt irgendwie haben, sonst würden sie ja quasi eure Privatsphäre kaputt machen, ne? Also, ja, ist schwierig, das Ganze so umzusetzen, steht aber wirklich wortwörtlich so da drin. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Hier steht an Online-Content, also ich beziehe mich hier auf die englische Variante, ich übersetze es aber so im Kopf quasi für euch. Wenn jetzt ein solcher Sharing-Service-Provider, also zum Beispiel YouTube, irgendwas hochlädt, beziehungsweise, ja, er muss quasi, der Dienstleister, also YouTube, muss mit jedem, hier steht es drin,
mit jedem Rechteinhaber, Right Holders, eine Einigung, also er muss quasi eine Autorisation von jedem Rechteinhaber bekommen, um weiterhin quasi seine Plattform verfügbar machen zu dürfen. Das heißt, YouTube muss mit jedem Menschen dieser Erde plus den ganzen Firmen, weil die sind auch Urheber im Endeffekt, also den ganzen rechtlichen Personen, jeder davon muss mit jedem Online-Content-Sharing-Service-Provider, was für ein geiles Konstrukt, einen Vertrag abschließen, dass die das dürfen. Also mit jedem Menschen dieser Welt. Mit meiner Oma zum Beispiel auch, ne? Meine Oma macht ein Urlaubsfoto und YouTube ruft dann an, hey, wie sieht's aus, Tetrix Oma? Ich hätte ganz gern hier eine Lizenz, dass, falls jemand das Ganze hochlädt, dass wir dann nicht verknackt werden können. Und meine Oma zeigt denen den Vogel. Ist ja Quatsch. Also, das ist halt schon mal der erste große Punkt. Wie soll das eigentlich funktionieren? Selbst wenn man das jetzt so machen könnte, dass YouTube zum Beispiel sagt, jeder, der sich nicht registriert hat und nicht gesagt hat, halt stopp, ich will nicht, dass mein Zeug nicht bei YouTube hochgeladen werden kann, der fällt da raus. Wenn sie das so machen, dann hätten sie vielleicht diesen Abschnitt 1 hier einigermaßen geklärt. Geht's aber weiter. Und zwar im Endeffekt muss dann verhindert werden, auf YouTube oder auf jeder Plattform hier muss verhindert werden, dass Content hochgeladen werden kann, also Videos oder Bilder oder Text oder eigentlich alles, was urheberrechtlich geschützt ist, also auch Code zum Beispiel ist urheberrechtlich geschützt. Das darf dann nicht mehr hochgeladen werden, wenn es nicht vom Besitzer hochgeladen wird. Das heißt, der Besitzer darf immer noch sagen, er lädt Sachen hoch, logischerweise, sonst wären die Plattformen sowieso alle tot, aber niemand anders darf das. Und nehmen wir mal an, das ist möglich, ja. Das wäre dann sozusagen über Upload-Filter möglich. Dann widerspricht es aber zum Beispiel dem Koalitionsvertrag von der CDU und der SPD. Da steht nämlich wortwörtlich drin, keine Upload-Filter. Also ist echt so, steht da drin. Aber wenn man dann die CDU fragt, die sind die maßgeblichen Verantwortlichen für Artikel 13, wie sie sich das eigentlich vorstellen ohne Upload-Filter, dann, weil es steht nicht offiziell drin, dass man Upload-Filter braucht, also hier steht nichts von Upload-Filtern, könnt ihr gerne euch durchlesen, dann haben sie keine Antwort darauf, wie man das eigentlich sonst regeln könnte. Die einzige andere Variante wäre noch, man hat eine riesige Datenbank an allen Bildern und Videos und so weiter und so fort und ein Mensch kennt, nee, macht keinen Sinn. Niemand kann diese komplette Datenbank sehen. Also ihr seht, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit außer einen Upload-Filter. Wobei ich hier sagen muss, es ist schon mal besser, als es noch vor ein paar Monaten war. Damals hatten wir nämlich 3 Gesetzesentwürfe und nur einer davon hat gesagt, und das ist jetzt der, den wir hier haben, einer dieser Gesetzesentwürfe hat gesagt, es ist okay, wenn man alles gemacht hat, was in seiner Macht steht. Also wenn man den bestmöglichen Upload-Filter hat, der finanziell noch einigermaßen möglich ist. Und ja, so schwammig ist der Gesetzestext, einigermaßen sinnvoll oder möglich ist. Wenn man diesen Upload-Filter hat, dann ist es in Ordnung. Das heißt, wenn jemand irgendwie nur 1.000 Euro im Monat verdient, dann braucht er auch keinen 60 Millionen Dollar Upload-Filter, so wie YouTube einen hat. Aber YouTube braucht halt so ein richtig mächtiges Ding. Und das ist gut, das finde ich eine sinnvolle Änderung, denn davor gab es noch 2 Gesetzesentwürfe, die haben gesagt, man muss wirklich alles rausfiltern, ansonsten kann man verklagt werden. Wenn YouTube allerdings nachweisen kann, dass sie alles getan haben, was in ihrer Macht steht, dann ist es jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, sie sagen quasi, hey, wir haben einen Upload-Filter, es ist der beste, den wir irgendwie produzieren konnten, verklagt uns doch, beziehungsweise verklagt uns doch eben nicht. Dann ist es in Ordnung. Also das ist schon mal eine sinnvolle Änderung. So. Widerspricht aber natürlich trotzdem dem wunderbaren Koalitionsvertrag. Gut, was jetzt allerdings noch ein bisschen schwierig wird, ist hier, also nehmen wir mal an, es gibt einen Upload-Filter, weil der Upload-Filter von YouTube ist ja eigentlich schon wirklich, wirklich verdammt gut. Also der filtert alles raus. Ich meine, ich kann da irgendwie Gameplay hochladen und dann sagt er mir, hey, von Minute 1 bis Minute 3:30 ist ein Lied drin, das ist urheberrechtlich geschützt. Also sperren wir entweder dein Video oder wir geben dem Urheber ein bisschen was von den Einnahmen deines Videos ab. Ich meine, überleg dir mal, wie geil das eigentlich ist, ja. Das ist schon sehr, sehr gut eigentlich gemacht. Also nehmen wir an, so ein Upload-Filter existiert, der sowas kann. Dann haben wir allerdings trotzdem noch das Problem, dass hier drin steht, dass das Zitatrecht
Kritik an irgendwelchen Sachen, also zum Beispiel am neuen Star Wars Film kann man Kritik immer noch äußern. Man kann Reviews von Filmen oder von Spielen oder sonst irgendwas machen. Man kann Karikaturen, Parodien und ich habe keine Ahnung, was das ist, machen. Aber man soll das Video dann immer noch, also dafür gibt es tatsächlich im Gesetz schon einige Erlaubnisse drin und die sollen dann immer noch gelten. Das heißt, wenn ich jetzt quasi zu einem Computerspiel, was ja urheberrechtlich geschütztes Bildmaterial dann wäre, eine Review machen möchte und das dann einfach so zusammenschneide und meine eigene Stimme drüber lege und sage, hey, das war gut, das war schlecht und so weiter und so fort, dann muss das immer noch zugelassen werden. Okay? Das heißt, ich kann immer noch solche Sachen machen. Das darf vom Upload-Filter nicht rausgefiltert werden. So, und jetzt komme ich als Informatiker und sage, Alter, habt ihr sie noch alle? Das ist unmöglich, das zu machen. Es geht einfach nicht, dass man hier von vornherein noch sagt, das ist eine Review von einem Spiel oder sowas. Wie soll man das dann unterscheiden können? Ich meine, das Bildmaterial ist immer noch dasselbe geschützte Bildmaterial. Wenn ich jetzt nämlich nicht meine Stimme drüber legen würde, wo ich dann Kritik oder sowas äußere, dann ist es nicht erlaubt. Das heißt, wenn ich das Video quasi stumm hochlade, muss es vom Filter rausgeschmissen werden. Mit meiner Stimme, dann kommt es auch wieder darauf an, was meine Stimme eigentlich macht, dann muss es durchkommen, also muss der Upload-Filter das zulassen. Und das ist einfach quasi unmöglich. Sowas schafft kein Upload-Filter, zumindest heutzutage noch nicht. Aber natürlich, man braucht ja nicht mal unbedingt Upload-Filter. Ne? Die einzige Möglichkeit, die man dann noch hätte, wäre eben, man nimmt den Upload-Filter, filtert alles raus und was dann was dann quasi nicht erlaubt wurde, das lässt sich dann manuell überprüfen. Das heißt, Quotation, Criticism und Reviews kann man sagen, hey, ich habe hier ein Review gemacht, YouTube bitte, lass irgendjemand mein Video gucken und der muss dann entscheiden, ob das nicht vielleicht doch zugelassen wird. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, werden alle tun. Also das heißt, jeder, dessen Video gesperrt wird, der wird dann einfach sagen, es war eine Review. Und das heißt, jedes gesperrte Video wird sich im Endeffekt irgendein armes Schwein bei YouTube angucken und dann vielleicht rausschmeißen oder doch zulassen. Versteht ihr, was ich meine? Jedes Video muss überprüft werden im Endeffekt, das rausgeschmissen wird. Und das überlastet einfach die Kapazitäten von YouTube komplett oder von jedem, der irgendwie so eine Plattform darstellt. Also ich nehme jetzt hier mal YouTube als Beispiel, weil es ist halt das prominenteste Beispiel, aber ich sage euch gleich noch, wer da noch alles von betroffen ist. Und das ist halt das Problem, dass da einfach jeder dann quasi sagen wird, hey, meins ist auch eine Review, überprüft das mal. Und dann hat YouTube einfach keine Kapazitäten, sprich so eine Überprüfung wird mehrere Jahre dauern und dann kann man das Video eigentlich wegschmeißen. Das ist das Problem dabei. Deswegen, ja, sowas ist halt schwierig, ne? So, wer ist jetzt davon betroffen? Naja, jede Plattform, jede einzelne Plattform, die irgendwo irgendwas von einem Benutzer erlaubt. Das heißt, überall, wo ihr selbst was online stellen könnt, diese Plattform ist betroffen. Darunter fallen YouTube oder generell jedes Videoportal, also YouTube und DTube zum Beispiel genauso. Facebook unterstützt ja auch Videos oder Bilder, die fallen darunter selbstverständlich. Twitter fällt darunter, Instagram fällt darunter. Aber auch Spotify fällt darunter, weil auf Spotify kann ich mich jetzt zum Beispiel anmelden und kann sagen, hey Leute, ich erstelle Podcasts und am Ende lade ich nur irgendwelche geklauten Podcasts hoch. Das heißt, die müssen auch überprüft werden. Das heißt, Spotify gehört dazu. Ach so, und vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, Porno-Webseiten fallen da auch drunter. Das sind auch Videoportale, ne? Das heißt, ihr werdet ab dem 28.03. dann vielleicht, oder wenn das Gesetz dann draußen ist, vielleicht keine Pornos mehr gucken können. Viel Spaß dabei. Dann fallen natürlich alle News-Webseiten darunter, die erlauben, dass man selbst Artikel schreibt, also solche Webseiten wie Medium zum Beispiel. Weil die natürlich auch erlauben, dass User ihren Content sozusagen veröffentlichen. Ja, und dann fallen natürlich auch so Sachen wie Memes darunter theoretisch, wobei das auch versucht wird rauszunehmen. Open-Source-Plattformen werden rausgenommen, also im Gesetzestext ist quasi wirklich eine Erlaubnis drin für Open-Source-Plattformen und für Wikipedia. Da steht drin, die sind nicht betroffen sozusagen, also Online-Enzyklopädien, jeder weiß, dass Wikipedia gemeint ist. Aber sie nennen es Online-Enzyklopädien. Memes wollen sie auch rausnehmen. Trotzdem werden Memes immer größer und größer. Und ja, man hat schon solche Upload-Filter mal getestet und da sind die Memes definitiv im Filter stecken geblieben. Das heißt, Memes könnten auch rausgefiltert werden. Somit würde zum Beispiel 9gag verschwinden.
Online-Gaming. Warum ist Online-Gaming ein Problem? Ich meine, da zocken wir ja nur. Naja, aber User-Content kann trotzdem hochgeladen werden sozusagen. Ich kann einfach in einem Online-Spiel hergehen und kann den neuesten Artikel von Bild kopieren, also einfach Steuerung C, Steuerung V in meinem Chat von meinem Online-Game und dann habe ich plötzlich eine Urheberrechtsverletzung begangen. Das heißt, auch Online-Games müssen in ihrem Chat Dinge filtern. Überlegt euch das mal. Das geht dann übrigens auf eure Kosten, weil dann werden die ganzen Games wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es der Server, aber sie werden auf jeden Fall teurer werden. Foren selbstverständlich fallen darunter. Das heißt, jedes einzelne Forum fällt darunter. Zum Beispiel auch das Heise-Forum oder mein Forum würde darunter fallen, wenn ich noch eins hätte. Reddit fällt natürlich selbstverständlich darunter. Also eigentlich so ziemlich jede Webseite fällt darunter. Es gibt Ausnahmen auch noch für Cloud-Anbieter, also zum Beispiel Dropbox muss nicht alles überprüfen. Das hat man auch rausgenommen. Ja, Patreon fällt auch darunter, weil die erlauben auch, dass ich Sachen für euch hochlade. Selbstverständlich. Also das ist quasi ein Rundumschlag dieser Artikel gegen alles, was wir im Internet schätzen, kennen und lieben gelernt haben. Ja, das ist nicht ganz so geil. So, und ihr seht, der Gedanke dahinter ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber das Problem ist, dass halt das Gesetz A mal unfassbar schwammig ist und nicht sagt, wie man das eigentlich realisieren soll. Und B, dass die Technik das einfach überhaupt nicht hinkriegen würde. Also ich meine, solche Upload-Filter zu haben, ist halt schön und gut. Aber die gibt es schon. YouTube hat einen ziemlich guten Upload-Filter und der scheint ja offensichtlich nicht gut genug zu sein. Ne? Gut. Jetzt möchte ich euch noch ganz kurz was zu meiner Prognose erzählen, was jetzt passieren würde mit YouTube und Co. Und dann kommen wir noch kurz zu Artikel 11 und die aktuellen, aktuellen Geschehnisse, weil die sind auch sehr spektakulär, muss ich sagen. Also, meine Prognose ist, dass YouTube, Facebook und so weiter eigentlich keine Probleme haben werden. Die haben schon einen verdammt guten Upload-Filter und die haben da eigentlich alles, was sie brauchen. Was ein Problem wird, sind kleine Unternehmen. Jetzt kommt ihr aber mit Halt, Stopp. Im Gesetzestext wurden ausgenommen Unternehmen, die jünger als 3 Jahre sind und weniger als, glaube ich, 10 Millionen Euro Umsatz machen und weniger als so und so viele Mitarbeiter haben. Ja, schön und gut. 3 Jahre ist keine Zeit, meiner Meinung nach. Selbst mein Unternehmen, in Anführungsstrichen, ist älter als 3 Jahre. Das bedeutet, ich würde auch schon unter den Upload-Filter fallen. Und das heißt, für kleine Unternehmen ist das ein wirklich großes Problem. Für Startups ist es am Anfang natürlich kein Problem, aber danach sich sowas leisten zu können, danach alles umzustellen, ist natürlich einfach auch nochmal ein Riesenaufwand in der Infrastruktur und einfach sauteuer. Das heißt, es wird europäischen Startups oder europäischen Unternehmen einfach noch einen Wettbewerbsnachteil gegeben im Vergleich zu den amerikanischen Unternehmen, die einfach auf sowas scheißen. Ja? Und deswegen meiner Meinung nach wirklich miserabel für alle Unternehmen eigentlich hier in der EU, die irgendwas mit online machen wollen. Und das finde ich natürlich persönlich als Informatiker einfach schade, traurig und ja, unnötig, muss ich auch sagen. Sowas muss einfach nicht sein. Man könnte einfach dieses Gesetz nochmal überarbeiten. Es gibt sogar, da komme ich auch nachher drauf, einen sinnvollen Gesetzesentwurf von einer Kanzlei, von der Kanzlei WBS, die ich dann auch gleich noch vorstellen werde, die dann auch wirklich ein Angebot haben für Artikel 13, sodass das sogar Sinn macht und dass es umsetzbar ist. Zumindest einigermaßen. Gut. Ja, kurz zu Artikel 11 noch. Was ist Artikel 11? Davon hört man eigentlich fast nichts. Artikel 11 ist die Linksteuer. Habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Sehen wir nicht hier. Habe ich aber trotzdem vorgestellt, war unter den News, das Leistungsschutzrecht ist da. Und Artikel 11 beinhaltet im Endeffekt, dass, wenn ihr was googelt, ich zeige euch das mal ganz kurz, wenn man nach mir googelt, sieht das so aus. Ich glaube, ihr wisst alle, wie Google aussieht, ne? Aber ich möchte es trotzdem mal kurz demonstrieren. Hier oben haben wir eine Überschrift, dann haben wir die URL und dann haben wir hier einen kleinen Beschreibungstext, den ich auch geschrieben habe. Und dieser Text ist im Endeffekt mein Urheberrecht. Das heißt, Google zeigt jetzt hier direkt das, was ich geschrieben habe. Und ja, es ist natürlich eigentlich nicht das Recht von Google, sowas allen Leuten anzuzeigen, außer ich stimme dem explizit zu. Habe ich aber nie. Und deswegen gibt es Artikel 11. Artikel 11 bezieht sich im Endeffekt speziell auf Suchmaschinen, die dann eben solche Texte hier oder auch beim Teilen von Links auf Facebook und so weiter nicht mehr anzeigen dürfen.
Und dann, was wir bekommen, ist im Endeffekt wirklich statt dem vollständigen Link hier nur noch dieses grüne Ding hier, nämlich die URL, die darf man noch anzeigen und das war's dann auch. Das heißt, im Endeffekt, die Suchmaschine sieht einfach 10.000 Mal hässlicher aus und keine Sau wird auf diesen Link klicken, weil niemand weiß, was das eigentlich ist. Also klar, wenn man jetzt nach The Morpheus Tutorials sucht, dann weiß man auch ungefähr, okay, YouTube, das scheint ein guter Link zu sein. Ist trotzdem schwierig, weil, ja, so eine Beschreibung hier ist halt gleich nochmal ein bisschen aussagekräftiger und bringt die Leute vielleicht eher dazu, auf den Link von mir zu klicken. Das heißt, ich profitiere davon, dass Google das Ganze eigentlich so darstellt. So, der Artikel 11 ist eigentlich auch nichts besonders Neues für Deutschland. Wir haben sowas für Google News. Also wir haben tatsächlich ein Gesetz für Google News. Da darf man sowas schon lange nicht mehr machen. Man darf eigentlich nur, weil News sind ja Nachrichten und da sind auch diese ersten paar Worte, die man da sieht, die sind ja auch urheberrechtlich geschützt. Und in Deutschland darf man das schon eine Weile nicht mehr, dass Google da eben sagen oder sagt, wie es aussieht. In der Praxis sieht es allerdings so aus, Google News hat das völlig ignoriert. Warum haben sie das völlig ignoriert oder warum wurde es insgesamt ignoriert? Naja, die Unternehmen haben halt gemerkt, wenn Google eben keinen Text abdruckt, dann hat man einen deutlichen Wettbewerbsnachteil gegenüber denen, die ihren Text kostenlos abdrucken lassen. Und somit hat einfach jedes Unternehmen Google erlaubt, diesen Text hier gratis abdrucken zu lassen. Also Google bezahlt quasi eine Steuer von 0, oder eine Gebühr von 0,0 für jeden abgedruckten Text, hat sich aber auch wirklich von den Unternehmen oder von den Webseiten mit Nachrichten die Erlaubnis eingeholt, dass sie das dürfen. Ist natürlich bei allen Webseiten dieser Welt ein bisschen schwierig, ne? Und deswegen ist auch der Artikel 11 schon wieder schlecht durchdacht. Bei Google News war es einfach, man hat einfach gesagt, das sind alles die News-Webseiten. Okay, es war auch nicht einfach, aber man schreibt, oder jede News-Webseite meldet sich erstmal bei Google und sagt, hey, ich möchte, dass du meinen Text für eine Gebühr von 0,0 abdruckst, weil sonst hätte ich einen Wettbewerbsnachteil. Hier müsste dann jetzt auch jeder Webseitenbetreiber im Endeffekt Google die Erlaubnis geben, dass dieser Text hier abgedruckt wird. Und wer das eben nicht tut, der hat halt da keinen Text, sondern nur eine URL, sprich viel, viel weniger Kundschaft oder viel, viel weniger Leute, die sich eben die Seite angucken. Also auch wieder ein Wettbewerbsnachteil. Das heißt, das Ganze wird wahrscheinlich verpuffen, ist aber trotzdem ein unfassbarer Overhead, zumindest für Google. Wie sieht es aber mit kleineren Suchmaschinen aus? Wenn ich jetzt eine Suchmaschine entwerfen würde und programmieren würde und online stellen würde, dann hätte ich auch das Problem, ich müsste quasi alle Leute oder alle Webseiten dazu bringen, mir die Erlaubnis zu geben. Jetzt bin ich aber nicht so groß wie Google. Das heißt, ich werde die Webseiten anschreiben müssen, die ich anzeigen möchte in meiner Suchmaschine. Und macht das mal bei allen Webseiten. Ich sag's euch. Ich glaube, eine neue Suchmaschine zu entwerfen, macht dann wirklich keinen Spaß mehr. Das heißt, die neue Suchmaschine müsste quasi alle Webseiten anschreiben. Und auch so würde man im Endeffekt Innovation im Keim ersticken. Eine andere Suchmaschine wie Google oder die großen, also DuckDuckGo wird es wahrscheinlich auch noch geben. Da werden dann die Leute auch hingehen und sagen, hey, du darfst es abdrucken, kostet dich nichts. Aber wenn ich jetzt eine neue Suchmaschine entwerfen möchte, dann, ja, kommen die Leute natürlich nicht zu mir. Das heißt, ich muss alle anschreiben. Und wenn ich Pech habe, dann verlangen die sogar noch eine Gebühr dafür, dass ich ihren Text abdrucken darf. Was natürlich auch schwierig ist. Gut. So, jetzt seid ihr eigentlich relativ gut informiert, um was es in der neuen Urheberrechtsreform geht. Jetzt möchte ich noch ganz kurz anmerken, was ist alles geplant. Das heißt, wie gehen wir als Menschheit sozusagen dagegen vor? Ich habe es schon mal erwähnt, schreibt euren Abgeordneten E-Mails. Und das haben auch viele von euch getan, das weiß ich. Und ich selber habe natürlich auch haufenweise E-Mails geschrieben. Und auf manche sogar eine Antwort bekommen, die gar nicht mal so schlecht war. Aber leider ist die Flut, vor allem bei Herrn Axel Voss, dem Initiator von diesem furchtbaren Gesetz, also einem Abgeordneten der CDU, waren wahrscheinlich sehr, sehr viele E-Mails da. Und irgendwann hat er einfach beschlossen, es können nicht so viele Menschen gegen dieses wundervolle neue Gesetz sein. Das heißt, das müssen alles Bots sein. Bots. Das heißt, er bezeichnet einfach alle, die ihm E-Mails schreiben, als Bots. Und nimmt sie einfach nicht ernst. Das fand ich einen ziemlichen Hammer, weil in der Demokratie sollte man schon auf seine Wähler eingehen. Sonst sind sie bald hoffentlich keine Wähler mehr. Ausrufezeichen. Aber ja,
es wurden auf jeden Fall alle als Bots bezeichnet, deswegen mussten drastischere Maßnahmen her. Also wurden, die Abstimmung zu diesem Gesetzesentwurf ist am 28.03. Und deswegen wurden Demos geplant am 23.03. in Berlin und in Köln hauptsächlich. Das heißt, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, dahin zu gehen, dann demonstriert dort mal richtig, richtig mächtig und zeigt ihnen, dass es nicht einfach nur Bots sind, sondern dass auch wirklich sehr viele Menschen echt dagegen sind. Und ja, das ist so mein Anliegen. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, geht auf die Demo. Genau. Naja, auf jeden Fall als Antwort darauf hat dann die CDU dafür gesorgt, dass die Abstimmung vorverlegt wird vor die Demos, weil dann müsste man ja eingestehen, dass wirklich Leute dagegen sind. Und ja, das heißt, es sollte jetzt dann schon kommende Woche darüber abgestimmt werden. Deswegen gab es Blitzdemos am 5. März, die eben demonstriert haben, dass man auch demonstrieren darf, dass man quasi zeigen darf, dass man dagegen ist und nicht, dass einfach alles schon von vornherein im Keim erstickt wird, ohne dass man überhaupt die Möglichkeit hatte, darüber vernünftig zu reden. Finde ich einen Hammer von der CDU, dass sie es einfach vorverlegen wollte. Es findet nun nicht statt, das heißt, es ist tatsächlich am 28.03. die Abstimmung, das heißt, die Demos werden stattfinden. Aber ja, trotzdem allein der Gedanke, es vorzuverlegen, ist schon dreist, einfach seine Wähler so zu bescheißen im Endeffekt. Aber gut. Außerdem wird von YouTuber-Seite, also es gibt viele YouTuber, die dagegen sind, logischerweise, weil unser Job ist sozusagen in Gefahr, wenn dieser Artikel rauskommt. Die Chefin von YouTube hat angekündigt, dass sie eventuell YouTube dann für Deutschland und die EU unzugänglich macht. Ich weiß noch nicht genau, ob sie das wirklich tut. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass YouTube so stark davon betroffen wird, weil die ja eigentlich einen ganz guten Artikel 13 haben und natürlich auch profitieren würden, weil sie einfach ein Alleinstellungsmerkmal hätten und vielleicht den Upload-Filter verkaufen können und so weiter und so fort. Aber ja, auf jeden Fall haben viele YouTuber natürlich ein bisschen Angst um ihren Job und viele Leute, die einfach das Internet auch retten wollen, sozusagen, haben versucht, einen Dialog mit den Politikern zu suchen. Und von denen kam dann eigentlich immer nur, ja, ihr lest den Gesetzestext doch eh nicht und ihr habt keine Ahnung, von was ihr redet. Und dann hat sich herausgestellt, dass tatsächlich einige Leute den Gesetzestext auch lesen und verstehen können. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr die Kanzlei WBS kennt, der Link ist in der Beschreibung. Das ist ein Jurist, Christian Solmecke, der tatsächlich Rechtsanwalt ist. Und der hat diesen Gesetzesentwurf hier mal zerpflückt und dabei ist das auch übrigens rausgekommen. Die Übersetzung ist in der Community entstanden. Und der hält euch eigentlich auch wirklich sehr, sehr gut auf dem Laufenden, was irgendwas angeht. Also jeglicher Content zu Artikel 13 findet ihr momentan da. Er ist sozusagen der Hauptaktivist, obwohl das eigentlich nicht sein wollte. Aber egal. Auf jeden Fall hat er versucht, dann eben mit dem Herrn Voss ein Gespräch zu suchen und wurde dann ordentlich gebasht, sage ich jetzt einfach mal. Also man hat versucht, über ihn Fake News zu verbreiten, die er dann auch in dem Video widerlegt hat, was ich eigentlich schon Hammer finde. Also ich meine, die Politik versucht, den YouTuber unglaubwürdig wirken zu lassen, um Wählerstimmen oder um quasi die Proteste gering zu halten. Ich habe allerdings zum Beispiel noch von niemandem gehört, der für Artikel 13 irgendwie demonstrieren war. Das heißt, ja, was wäre eigentlich so falsch daran, wenn man darüber einen Volksentscheid machen würde? Es wäre doch eigentlich kein großes Problem, ne? Aber dann würde man sehen, dass es einem Großteil von Deutschland eigentlich egal ist, weil sie mit dem Internet nichts zu tun haben. Das wäre dann die Generation von meinen Großeltern, die auch YouTube den Vogel zeigen würden, wenn die auf sie zukommen würden. Und dann gibt es uns, die mit dem Internet zu tun haben und die vielleicht davon wissen. Und dann gibt es einen ganzen Haufen, die noch nicht mal über Artikel 13 irgendwas gehört haben. Und die von Artikel 13 noch nichts gehört haben, die würden sich dann erstmal informieren, was ist das eigentlich? Die kein Internet benutzen, würden einfach nicht zur Abstimmung gehen. Die Internet benutzen, würden einfach fast kollektiv alle Nein voten. Und die sich davor nicht damit auseinandergesetzt haben, die können sich damit auseinandersetzen und dann entweder entscheiden, sie gehen zur Wahl und voten wahrscheinlich dann auch Nein. Oder sie gehen nicht zur Wahl und voten eben gar nicht. Und deswegen ist meine persönliche Meinung eigentlich, wir brauchen mehr direkte Demokratie in Deutschland, beziehungsweise in der EU, weil so kann es ehrlich gesagt nicht weitergehen. Naja, es gibt auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr viele Proteste. Die Politik verhält sich eigentlich wie ein Kindergarten. Mittlerweile, wie gesagt, Julia Reda kann man da stark noch hervorheben.
verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung, weil sie ordentlich was geleakt hat. Sie ist sozusagen die einzige oder eine von wenigen Europaparlamentarierinnen und Parlamentariern, die sich da auch wirklich engagieren, dass das Ganze nicht zustande kommt und dann eben auch solche Leaks rausbringen. Es gibt natürlich auch noch mehr, die sich da engagieren, möchte ich gar nicht bestreiten, aber es gibt leider auch sehr, sehr viele, die halt einfach dafür voten. Ich vermute einfach mal Lobbyismus, aber das sei dahingestellt. Selbst Edward Snowden hat dagegen getwittert, dass wir eben für unser Internet kämpfen müssen. Und Wikipedia hat sich entschieden, am 21.03. ihren Dienst in Deutschland erstmal abzuschalten. Das heißt, wenn ihr noch irgendwas mit Wikipedia machen wollt, haut rein und schnell ladet euch alle Webseiten runter sozusagen, die ihr braucht. Weil wer weiß, wie lange sie noch da sind. Ne? Also Wikipedia wird am 21.03. abgeschaltet. Das ist halt auch krass. Anonymous wird auch wieder aktiv. Link ist, oder der Kanal ist auch in der Beschreibung aktiv oder verlinkt, sorry. Das heißt, ja, Anonymous hat angekündigt, dass sie demonstrieren werden mit Guy Fawkes-Masken. Wenn man gebeten wird von der Polizei, die Guy Fawkes-Maske abzunehmen, dann soll man das auch tun, weil man repräsentiert Anonymous und man soll sich immer friedlich verhalten und es wird auch nicht explizit aufgerufen, dass man irgendwelche Webseiten angreift von der CDU oder sowas, aber also Anonymous hat dann gemeint von wegen, ja, man kann schon verstehen, wenn man das so machen möchte, sozusagen. Und man soll sich aber immer schützen und so weiter. Also finde ich krass, dass die da auch wieder aktiv werden. Ich persönlich halte nichts von Hacktivismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine Form von Hacking, die halt offensiv verwendet wird. Ich bin, wie gesagt, das wisst ihr auch, ich finde, man sollte Hacking immer nur defensiv verwenden, aber ich kann zumindest die Beweggründe verstehen, die da durch das Kollektiv gehen, sage ich jetzt mal, und dass man eben wieder aktiv wird. All das zeigt mir eigentlich, dass der Gegenwind zu Artikel 13 einfach enorm ist und dass vielleicht einige Politiker, die sich hoffentlich auch dieses Video hier ansehen, zumindest mal Gedanken machen sollten, ob sie noch lange in der Regierung bleiben wollen und ob der eigene Geldbeutel es wirklich wert ist, so viel Mist zu bauen, der einfach allen möglichen Menschen sehr sauer aufstößt. An euch hätte ich vielleicht noch eine kleine Bitte, und zwar, dieser Artikel 13, beziehungsweise die Reform und vor allem der Protest gegen diese wahnwitzige Form dieses Urheberrechts hier, der Protest dagegen lebt davon, dass man es teilt. Das heißt, ich bitte euch einfach auch Leuten, die vielleicht das Internet nutzen, aber von Artikel 13 noch nichts gehört haben, dass ihr die einfach mal informiert. Schickt ihnen von mir aus welches Video auch immer, schickt ihnen einen Link zu Save Your Internet. Alles natürlich in der Beschreibung verlinkt, sodass sie vielleicht auch überlegen, ob sie nicht vielleicht doch dagegen demonstrieren wollen oder dann einfach bei der nächsten Wahl sagen, hey, CDU hat echt Mist gebaut, wählen wir nicht nochmal. Also solche Gedankengänge wären ganz toll, wenn ihr dann einfach auch andere Leute informiert. Ich habe zum Beispiel auch am Flughafen mitbekommen, dass da jemand einfach auf andere Leute zugegangen ist und die angesprochen hat, hey, habt ihr schon von Artikel 13 gehört? Das ist kompletter Bullshit. Hier, ich kläre euch mal auf. Macht sowas, wenn ihr das könnt. Einfach andere Leute ansprechen und wirklich zeigen, dass es, also mit Argumenten, nicht einfach nur sagen, es ist scheiße, sondern mit Argumenten zeigen, dass es wirklich Quatsch ist. Denn dann versteht man es auch. Wenn man einfach nur wie ein Kindergarten argumentiert und sagt, nee, du machst mehr Scheiße, nein, du machst mehr Scheiße, dann kommen wir nirgends hin. Und das ist halt auch das, was unsere Politik momentan macht. Sie argumentieren wie ein kleiner Kindergarten. Ja, so viel dazu. Sorry, dass das Video so lang geworden ist. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wie gesagt, in der Beschreibung findet ihr noch deutlich mehr Inhalte. Und ja, ich werde in nächster Zeit auch ein paar mehr News-Videos machen. Vielleicht auch nochmal zu Artikel 13. Es kommt darauf an, wie sich das jetzt alles noch entwickelt. Aber ja, das war's von meiner Seite erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.